Gut, wir sind schon live. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ITEMIS Podcasts. Worum geht es heute? Es geht heute um die Frage, Ihr Produkt bald illegal? Und hier geht es um den EU Cyber Resilience Act und vor allem die Frage, wie betrifft das kleine und mittlere Unternehmen? Warum haben wir uns für dieses Thema entschieden? Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen zu. Zum einen der Cyber Resilience Act, wer das noch nicht weiß, der ist schon in Kraft getreten. Das heißt, es ist sozusagen geltendes Recht. Auch wenn das sozusagen in der vollen Bandbreite erst 2027 zum konkreten Handeln zwingt. Wir lernen gleich noch mehr, welche einzelnen Stufen es hier später gibt. Warum noch? Auch ITEMIS ist ein kleines und mittleres Unternehmen von der Größe her und auch unsere Produkte, also wir stellen digitale Produkte, Software her, wird davon betroffen sein. Und meine Erfahrung, ich beschäftige mich seit fast 10 Jahren mit Cybersecurity im Automotive-Umfeld und was ich da beobachtet habe, ist einfach, wenn es da neue Regelungen gibt, die führt man nicht mal einfach an einem Wochenende ein, indem man ein paar Excel-Sheets ausfüllt, sondern da müssen viele Prozesse angepasst werden, da müssen Personen involviert werden und das ist wirklich Aufwand. Und ich habe gesehen, was passiert, wenn man das unterschätzt vor ein paar Jahren im Automotive-Umfeld. Und wenn sich das verhindern lässt, sollte man das nicht nochmal unterschätzen im Kontext CRA. Ich glaube, dass wir das als ITEMIS ganz gut hinbekommen werden, weil wir beschäftigen uns sowieso mit Security. Wir sind 27001 zertifiziert. TISAX ist ein Thema für uns, weil wir im Automobilumfeld unterwegs sind und wir haben jetzt auch schon einen Secure Software Development Lifecycle für unsere Produkte, den wir aktiv leben. Das heißt, für uns wird das machbar sein, in den nächsten 2 Jahren den CRA zu erfüllen. Aber wer sich damit bisher nicht beschäftigt hat, der sollte jetzt langsam mal aufwachen. Deshalb auch dieser etwas reißerische Titel, ist Ihr Produkt bald illegal? Wer den CRA noch nicht kennt, sollte sich damit auf jeden Fall beschäftigen. Ich habe eine Reihe von Experten eingeladen, die stellen sich am besten selber vor. Das können die viel besser und fangen wir an hier vorne mit Michael. Schönen guten Tag, mein Name ist Michael Happ. Ich bin selbstständiger Berater zum Cyber Resilience Act, ausschließlich dafür. Ich bringe mit 20 Jahre Erfahrung in Produktentwicklung, habe PLM beraten, also Produktlebenszyklus-Management und in der zweiten Hälfte meines Berufslebens dann mit der Security. Und seitdem der Act als Draft schon draußen war, das war glaube ich 2022, beschäftige ich mich intensiv mit dem Cyber Resilience Act und mache das jetzt ausschließlich für Unternehmen, um sie auf der Reise zu begleiten von was ist es, bin ich betroffen und wie sieht eigentlich so ein Handlungsplan aus, wie stelle ich mich dem Thema strategisch auf. Machen wir weiter mit Max. Ja, Max Schubert mein Name, bin Gründer, Mitgründer und Geschäftsführer der Insight GmbH. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das sich auf das Thema OT Security spezialisiert hat. Das heißt, wir begleiten Betreiber und Hersteller im industriellen Umfeld, maßgeblich im Bahnumfeld, in der Implementierung der richtigen IT-Security-Maßnahmen, um CA-Anforderungen, aber auch NIS-2-Anforderungen, also den gesamten Zyklus, kann man sagen, anforderungsgerecht umzusetzen. Und ich persönlich bin auch in einer europäischen Arbeitsgruppe im Rail-Umfeld, um eine Guideline zu schreiben für genau die praktische Anwendung und auch im deutschen Bereich da aktiv. Und ich freue mich auf die Diskussion heute und auch den Sektor dabei zu begleiten, das erfolgreich umzusetzen. Last but not least. Genau. Mein Name ist Tim Scherer. Ich beschäftige mich auch jetzt schon einige Jahre mit dem Cyber Resilience Act. Damals bei der Firma Siemens AG, bei der ich angestellt war, mittlerweile bei der Firma Microchip Technology. Habe auch den ersten Draft gelesen des CAAs, wie Michael auch, also ungefähr vor 3 Jahren. Und bin da immer mehr in diese Thematik eingestiegen. Würde sagen, ich bin da sehr gut informiert, habe auch die tolle Aufgabe, im Standardisierungsthema mitzuarbeiten bei dem technischen Komitee, was sich speziell für die Halbleiterindustrie beschäftigt, das TC47X bei Zen und Senelec. Und habe die tolle Aufgabe, auch das Thema Cyber Resilience Act intern bei Microchip Technology voranzutreiben. Kurz, wer Microchip Technology noch nicht kennt, wir sind ein großer
Hersteller von Halbleitern, sprich Mikrocontroller, Mikroprozessoren, FPGAs und so weiter und so fort. Also Produkte digitaler Art, die auch in vielen Komponenten, die jetzt vom Cyber Resilience Act betroffen sind, eben integriert werden. Und freue mich heute hier dabei zu sein und mit euch das Thema weiter zu diskutieren. Also man sieht schon, wir haben hier 3 Experten sitzen. Und da können wir uns jetzt mit einigen interessanten Fragen beschäftigen. Und jetzt ist öfter schon Cyber Resilience Act gefallen und CRA. Vielleicht fangen wir mal damit an, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat. Was ist denn überhaupt der Cyber Resilience Act und was ist so die Motivation dahinter, Michael? Gerne. Es ist eine groß gestellte Frage, weil ich glaube, wir könnten ein 3-Stunden-Format machen. Also der Cyber Resilience Act ist zunächst einmal eine EU-Regulierung, die Cybersicherheit in die Unternehmen einwirken soll. Jetzt gibt es schon Regulierungen draußen, die den Automobilmarkt betreffen, das hast du eben genannt. Es gibt Regulierungen, die medizinische Geräte reguliert in ihren Cybersicherheitsanforderungen. Aber es ist eine Masse von Produkten eben am Markt in der EU, die nicht reguliert sind. Und die EU hat erkannt, naja, so mit selbstgestellten Anforderungen, es gibt diverse Standards, das klappt nicht so wirklich gut. Deswegen gibt es ein flächendeckendes Gesetz, das ist der Cyber Resilience Act. Und der sagt im Prinzip, jedes Produkt, was digitale Elemente hat, ist eben davon betroffen und muss ein Mindestniveau an Cybersicherheit darstellen. Jetzt gibt es diverse Aspekte, die man beachten muss. Die Zeitleiste hast du eben schon angesprochen. Der Cyber Resilience Act ist bereits in Kraft. Wir haben ziemlich genau ein Jahr jetzt hinter uns. Das heißt, Gewissheit ist da. Es ist auch ein direkt regulierendes Gesetz, sprich es muss nicht nochmal in ein nationales Gesetz überführt werden. Es gilt direkt für die einzelnen Unternehmen. Und bis Dezember 2027 haben nun die Unternehmen Zeit, sich den Anforderungen zu stellen und für die notwendigen Veränderungen zu sorgen. Und eine zusätzliche Frist müssen wir noch beachten. Nächstes Jahr gibt es die Meldepflichten. Da müssen dann Schwachstellen, welche das sind, müssen wir gleich gucken, und Sicherheitsvorfälle schon gegenüber der EU gemeldet werden. Das sind so die wichtigsten Eckdaten. Wir haben ja noch Zeit, um auf die Details einzugehen. Das hat was mit dem CE-Kennzeichen auch zu tun? Richtig wichtig. Wir kennen das bereits aus den Sicherheitsanforderungen für Produkte, Spielzeuge beispielsweise, die keine Gefahrenstoffe enthalten dürfen. Für diese Safety-Anforderungen gibt es bereits dieses CE-Kennzeichen und der Cyber Resilience Act führt das ja jetzt auch weiter auf die Sicherheitsanforderungen aus, sprich alle Produkte, die dem CA unterliegen, brauchen dann auch ein CE-Kennzeichen, um zu signalisieren, ich bin konform mit dem Gesetz und darf auch weiterhin auf dem EU-Markt bleiben. Okay. Also CE-Kennzeichen habe ich verstanden, Safety, wenn irgendwas jemanden verletzen kann. Ich habe das CE-Kennzeichen heute Morgen auf dem Föhn im Hotel gesehen. Macht sicher Sinn, so ein Föhn auf Safety zu untersuchen. Jetzt weiten wir das auf Security und ich habe schon gehört, digitale Produkte. Wer ist denn da jetzt betroffen und welche Produkte sind da betroffen? Genau. Also wie Michael schon kurz gesagt hat, grundsätzlich erstmal Produkte mit digitalen Elementen. Das heißt im Prinzip jedes Produkt, das Daten in irgendeiner Form verarbeitet und auch eine Schnittstelle hat, egal welcher Art, um die nach außen zu geben. Also die auch andersrum aus Security-Gesichtspunkten gesagt, auf die man zugreifen könnte. Das sind erstmal grundsätzlich die Produkte. Und das heißt, in der Kategorisierung geht das bei Chips los, also bei kleinsten Produkten und kaskadiert bis nach oben, bis zu ganzen Systemen, die als Produkte auf dem Markt bereitgestellt werden und alle Stufen dazwischen. Das heißt, jede mögliche Integrationsstufe, also ich integriere einen Chip zum Beispiel zu einem Router, ich integriere einen Router in ein Kommunikationssystem, ich integriere das Kommunikationssystem, das ich wieder auf dem Markt bereitstelle, in ein noch größeres Produkt, also in ein Fahrzeug, also ein Schienenfahrzeug jetzt zum Beispiel, oder in eine Anlage, ist wieder ein Produkt, die ich bereitstelle. Und das heißt, jeder, also KMUs, kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen, Konzerne sind davon betroffen und haben die Verpflichtung, in jedem dieser Bereitstellungsschritte auf dem Markt, also immer wenn ich etwas auf dem Markt bereitstelle, diese Anforderungen zu erfüllen. Das Wichtige ist, das gilt in der EU, es gilt aber nicht nur für Unternehmen in der EU. Das heißt, es gilt natürlich auch für jedes Unternehmen außerhalb der EU, das auf dem europäischen Markt, also auf dem EU-regulierten Markt ein Produkt bereitstellt. Also egal ob aus den USA, Australien, Japan, China,
jeder dieser Hersteller, die auf dem europäischen Markt zukünftig ein Produkt bereitstellen wollen, müssen diese Anforderungen erfüllen und eben das deutlich machen durch das CE-Zeichen. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn du sagst, die müssen das machen, dann kommt dann sofort, ja, was ist denn, wenn ich das nicht mache? Also was hat denn das für Konsequenzen? Ja, sehr gute Frage. Also der Gesetzgeber, an der Stelle die EU, die hat dann natürlich sich was Schlaues ausgedacht, was man so aus der DSGVO bereits kennt. Und zwar werden bestimmte Strafen ausgehangen. Man unterteilt die in 3 Kategorien an der Stelle. Das geht von 5 über 10 bis hin zu 15 Millionen Euro oder eben ein bestimmter Prozentsatz gegenüber dem weltweiten Umsatzes dieses Unternehmens, was ausgehangen wird. Und also das ist eine große Strafe, die man sich jetzt hier schon mal vor Augen halten kann. Und die andere Strafe komme ich gleich noch dazu. Aber erstmal zu diesen Geldstrafen. Also man unterteilt da im Prinzip 3 Kategorien. Das wäre das falsche Informationen eben liefern. Das geht von Falschmeldungen hin zur Marktaufsichtsbehörde, wenn man falsche Angaben macht oder eben die Dokumentation nicht richtig ausgeführt ist, bis hin zu diesem operativen Fehlern. Das könnte beispielsweise sein, man bringt ein Produkt auf den Markt und hat vergessen, das CE-Kennzeichen oder die Declaration of Conformity, die Konformitätsbewertung mit dem Produkt beizulegen. Bis hin zu, man macht Fehler oder setzt diese grundlegenden Cybersecurity-Richtlinien, die sogenannten Essential Requirements, nicht um oder nur teilweise um und hat eben hier das Problem, dass die Marktaufsichtsbehörde dann solche Strafen verhängen kann. Also das erstmal so aus dieser Geldbußen-Geschichte. Viel schlimmer für die Unternehmen, meiner Meinung nach, ist aber auch das Thema, dass man sein Produkt gar nicht mehr auf dem Markt platzieren darf, also nicht mehr verkaufen darf. Oder eben ein Rückruf dieser Produkte auf einmal widerfährt. Und das kann neben den Geldstrafen natürlich auch noch viel weitere Geldeinbußen bringen, bis hin zu Verlust des Vertrauens als Hersteller auf dem Markt, sodass dann andere Hersteller hier auf einmal nochmal besser dastehen oder weil man eben das Produkt von dem Hersteller X nicht mehr kaufen kann, auf einmal die Kunden an den anderen Hersteller verliert, weil eben dieses Vertrauen nicht mehr gegeben ist. Das ist ein Thema, was natürlich auch sehr wehtun kann im schlimmsten Fall. Ja. Ich denke, da kommt unser Titel auch her. Ne? Ist Ihr genau. Produkt bald illegal? Wenn ich mein Produkt nicht mehr verkaufen kann, ist das natürlich schon eine ziemlich hohe Strafe, egal was dann später noch an Prozenten dazukommt. Aber ich habe ein Produkt gebaut für einen bestimmten Markt und wenn ich es dann verkaufen will und mir jemand sagt, darfst du nicht, weil du die Anforderungen nicht erfüllst und mich wirft das dann 1, 2 Jahre zurück, der Schaden ist wahrscheinlich viel größer als irgendwelche anderen monetären Strafen. Die Frage ist dann natürlich, ja, was muss ich denn jetzt tun, um dem zu entgehen? Natürlich will ich keine Strafe zahlen, ich will mein Produkt dann in der EU auch verkaufen. Was sind denn so die Hauptanforderungen, die jetzt an mich gestellt werden als Produzent von einem digitalen Produkt, Michael? Ich unterscheide da grundsätzlich in 2 Ebenen. Zum einen gibt es natürlich das produktbetreffende Maßnahmen zu ergreifen. Du hast eben die Essential Cybersecurity Requirements, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, essentielle Cybersicherheitsanforderungen. Wesentliche Sicherheitsanforderungen. Wesentliche Sicherheitsanforderungen, genau. Die muss ich natürlich auf das Produkt bezogen individuell anwenden und auch nachweisen, dokumentieren. Das sind nicht wenige Anforderungen, ich glaube, es sind rund 21 Stück, wenn man beide Anhänge dort betrachtet. Das ist aber nur das Produkt betreffend. Ich muss erstmal als Unternehmen die Voraussetzungen für vielerlei dieser Dinge schaffen, sprich Schwachstellenmanagement einrichten. Ich muss meinen Produktentwicklungsprozess gegebenenfalls anpassen, dort Security Gates mit einwirken. Also viele, viele Dinge, die nicht nur im Produktdesign, aber dann auch in der Produktmarktphase notwendig sind. Und das erfordert Prozesse umzustellen. Ich muss meine Organisation anpassen, die Kommunikationswege, also diese Grundlagen zu schaffen, das wäre die zweite Ebene. So, das sind die 2 großen Bereiche. Und was Unternehmen auf jeden Fall als erstes tun sollen, sofern das noch nicht geschehen ist, erstmal Produktbetroffenheit, Gesetzbetroffenheit prüfen. Ist der CAA anwendbar auf meine Produkte? Wenn auf mindestens ein Produkt, dann bin ich mit meinem gesamten Unternehmen auch befangen.
So, und wenn das der Fall ist, zu prüfen, welche Arten von Produkten, es gibt verschiedene Kategorien, wurde eben auch schon mal angesprochen, und dann recht schnell ein Team zu formen, der sich genau diesen Fragen widmet. Ja, einen Handlungsplan zu haben, der Unternehmensaspekte, Anforderungen betrachtet und die produktspezifischen Anforderungen berücksichtigt. Also keine kleine Aufgabe. Ich habe ja in der Einleitung erwähnt, dass wir das Ganze auch schon mal gesehen haben im Automotive-Umfeld. Es gibt sehr, sehr viele Parallelen und ich glaube, der größte Fehler ist zu unterschätzen, was man hier tun muss. Eine andere Parallele zu Automotive ist, dass auch hier in den Produkten, die vom CRA betroffen sind, wir häufig nicht einen direkten Vertriebsweg haben zum Endkunden vom Hersteller, sondern häufig haben wir ja auch hier, ich sag mal, Teamwork. Ja, da gibt es Wertschöpfungsketten, da gibt es Zulieferer. Ich denke, das ist auch im Bahnumfeld so. Max hat da bestimmt eine Idee, wie sowas im Zusammenspiel funktioniert und was man da beachten muss. Ja, klar, das ist im Bahnumfeld so und natürlich im industriellen Umfeld im Allgemeinen. Ich glaube, das Wichtige nochmal, was du gerade gesagt hast, es gibt nicht dieses Fire and Forget. Also du kannst nicht einmal einen Stempel drauf machen, es rausschicken und musst dich nicht mehr darum kümmern, sondern es hat eine lebenslange Aufgabe. Und damit das nicht als Bumerang zurückkommt, ist es halt besonders wichtig, sich wirklich aktiv mit seinen eigenen Produkten zu beschäftigen. Die Kategorisierung, also Default, wichtige Klasse 1, 2 oder kritisch, selbst zu definieren, erstmal als Hersteller. Und aber dann auch mit den Integratoren. Also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, es gibt verschiedene, es ist wie eine Kaskade, von einem kleinen Produkt wie einem Chip zum Beispiel bis hin zu deutlich größeren Produkten und sich über diese Kaskade wirklich bewusst und aktiv mit seinen Nutzern, wie es im CA steht, das ist ja der Kunde im Prinzip für den Integrator, auseinanderzusetzen und in Verbindung zu setzen. Denn am Ende drücke ich ja mit meinen CE-Kennzeichen zwei Dinge aus. Zum einen die Konformität zum CA, zum anderen aber auch in der Konformitätserklärung, einer Beipackzettel, meine Anwendungsbedingungen. Und gerade im Gegensatz zu einem Consumer-Produkt wie einem Handy, wo ich mit dem Kunden natürlich nicht in Interaktion treten kann, stelle ich ja häufig Produkte für einen bestimmten Anwendungszweck her. Und deswegen ist es so wichtig, in diese kaskadierte Kommunikation zu kommen, um das auch effizient zu integrieren. Also es ist ja nicht so, dass ich einen Chip herstelle, um den hier auf dem Tisch ohne weitere Systeme außenrum zu nutzen, sondern ich möchte ihn ja in Produkte integrieren, die weitere technische Möglichkeiten mit hinzufügen. Und diese sollte ich mir vorher sehr gut überlegen, selber diese Grundlagen erarbeiten und aktiv kommunizieren, damit ich erfolgreich und zügig in diese Abstimmung komme. Denn jeder neue Integrator hat ja diese Anforderungen am Ende nach außen CE zu erklären und in vielen Fällen, wir sehen es im Bahnbereich, wird auch Anforderungen wieder an die Sublieferanten schon stellen. Und bevor ich überfordert werde als KMU mit zig Anfragen und ich kann sie nicht beantworten und ich werde sozusagen in verschiedene Richtungen gezogen, ist es ratsam, das als strategische Chance zu sehen und eigentlich eher eine Art Angebot zu formulieren, zu sagen, ich werde CA auf die Art und Weise erfüllen, das kannst du von mir erwarten, so kannst du mit meinem Produkt umgehen. Das werden die Integratoren auf jeden Fall begrüßen, weil sie damit deutlich leichter arbeiten können. Und jetzt haben wir diese Idee schon entwickelt, wir sind dabei auch mit Kunden darüber zu reden, oder das heißt die Idee entwickelt, das ist eigentlich eine logische Ableitung, aber jetzt gibt es auch neu die EN 40001-2, die schon als harmonisierter Standard im Entwurf vorliegt und die schlägt genau das auch vor. Also das heißt auch die harmonisierten Standards, die jetzt aus der EU kommen, langsam gehen auch diesen Weg, das heißt aus der Idee wird jetzt sozusagen gewissermaßen auch ein Standard oder eine Anforderung, kann man sagen. Ja. Also Kommunikation, kurz zusammengefasst. Ich glaube, Kommunikation ist extrem wichtig mit den Kunden, gerade im B2B-Umfeld. Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, also auch die Empfehlung an KMUs, gerade wenn man jetzt verschiedene Branchen bedient, vielleicht mit Teilkomponenten, wenn ihr noch nicht angesprochen worden seid von euren Abnehmern, geht selber auf die zu, wartet nicht. Absolut, Ja. Absolut. Also genau, wenn ich noch nicht angesprochen wurde, habe ich vielleicht Glück oder Pech, dass mein Integrator noch nicht so weit ist. Aber ich kann diese Chance nutzen und sollte diese Lücke schnellstmöglich füllen. Okay. Denn die Zeit, wir haben es von Michael gehört, was alles zu tun ist, die Zeit bis 11.12.27, das sind noch 2 Jahre, aber es sind auch nur 2 Jahre.
Ja, aber wo du gerade sagst, 2 Jahre, wir hatten, glaube ich, einen Sonderfall vorhin. Also irgendwas tritt ja auch schon 2026 Ja, und auch gar nicht im Dezember, sondern schon früher in Kraft. Da geht es, glaube ich, um Meldepflichten. genau, die Reporting Ja. Obligations im September nächsten Jahres tatsächlich. Der 11. September, wenn ich mich richtig erinnere, da werden eben die Meldepflichten für Hersteller schon fällig, die sogenannten Reporting Obligations. Und was bedeutet das? Was möchte der Gesetzgeber damit erzielen? Die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Wenn ein Produkt, auch Produkte, die bereits jetzt auf dem Markt platziert sind, also es geht nicht nur im Prinzip um die neuen Produkte, sondern auch die aktuell bestehenden im Markt platzierten Produkte, wenn hier eine ausnutzbare Schwachstelle bekannt wird, muss man die im Prinzip über diese sogenannte Single Reporting Plattform, was das ist, erzähle ich gleich noch etwas dazu, an das nationale Zentrum, in Deutschland wäre das BSI, melden. Also diese Computer Security Incident Response Teams, man liest es immer mal wieder, CSIRT, also wer den Begriff CSIRT noch nicht entschlüsseln konnte, das bedeutet Computer Security Incident Response Team. Bei uns in Deutschland ist es das BSI. Melden. Diese Reporting-Plattform, die gibt es noch nicht endgültig, also die kann man jetzt heute noch nicht nutzen, aber eben in Zukunft, gerade eben bei diesem EU-Kommissions-Crazy-Meeting rausgehört, dass das dann Anfang nächsten Jahres auch nutzbar sein wird. Und jetzt konkret an einem Beispiel, ein Mikrocontroller wird eine ausnutzbare Schwachstelle gemeldet von einem externen Research Lab oder eben über Kunden, die einfach sagen, hey, hier stimmt was mit meinem Produkt nicht, das verhält sich seltsam, wie auch immer. Es wird dann an uns herangetreten. Intern wird dann eben in einer Firma dann die sogenannte Triage durchgeführt. Also man schaut dann, ist diese Schwachstelle wirklich ausnutzbar? Ist es eine valide Schwachstelle, die ausgenutzt werden kann? Also das Thema Erkenntniserlangung an der Stelle. Und sobald man sicher ist, dass hier eine ausnutzbare Schwachstelle vorliegt oder eben ein schwerer Sicherheitsvorfall im Hintergrund stattfand, dann ist man verpflichtet, als Unternehmen diese Schwachstelle zu melden innerhalb von 24 Stunden nach Erkenntniserlangung und darauf aufbauen dann auch innerhalb von 72 Stunden, sofern verfügbar, weitere Informationen nachreichen. Man hat eventuell weitere Informationen, wie es zu diesem Unfall oder zu dieser Schwachstelle kam, welche Möglichkeiten man eventuell heute schon hat, um diese Schwachstelle dann auch zu fixen oder über andere Maßnahmen abzuschwächen und am Ende dann eben nach diesen 72 Stunden plus einen Monat ein finaler Abschlussbericht, ähnlich zu dem, was man aus der NIS 2 bereits kennt. Also ich habe das richtig verstanden. Ja? In 10 Monaten, also im September nächsten Jahres, Ja, genau. müssen das Unternehmen für Produkte, die heute schon am Markt sind, Ja. tun. Das heißt, Korrekt. man muss diese Vulnerabilities auf dem Schirm haben. Ja. Man muss wissen, wie diese Vulnerabilities auf die eigenen Produkte wirken, im Wesentlichen, ob die das Risiko für den Nutzer erhöhen. Und ich muss auch einen Plan haben, Korrekt. wie ich dann auf diese Vulnerabilities reagiere und muss es dann auch noch reporten. Ja. Und Nur eine Sache, nur dass wir uns nicht missverstehen. Also ab September geht es vor allem um die Sicherheitsvorfälle, wie du gesagt hast, und die aktiv ausgenutzten Schwachstellen. genau. Und dieses aktive Vulnerability Management, also ohne dass es schon ausgenutzt wurde, das gilt dann vor allem für die also für die Produkte mit digitalen Elementen für die Zukunft. Also ich muss jetzt nicht, auch wenn es sicherlich trotzdem irgendwie von Vorteil wäre, aber von Gesetzes wegen muss ich jetzt kein Schwachstellenmanagement für meine 20 Jahre alten Produkte etablieren. Ich muss aber zumindest die Möglichkeit haben, dass Vorfälle oder ausgenutzte Schwachstellen an mich gemeldet werden, damit ich es auch reporten kann. Also nur, dass wir Genau, absolut uns richtig. nicht falsch verstehen. Ja, und da kommt eben auch dieses P-Cert, was ja viele Unternehmen heute schon haben, ein Product Security Incident Response Team, eben eine Stelle innerhalb eines Unternehmens, die solche Schwachstellen von außen annimmt, aber auch dann intern im Unternehmen koordiniert, um Fixes zu finden. Also man geht ja auch oft her und hat ein Unternehmen, das besteht aus verschiedenen Business-Einheiten
Und da sollte dann eben eine koordinierte Stelle vorliegen, die dann auch intern mit diesen einzelnen Stakeholdern im Unternehmen das Thema kommuniziert und dann auch eben als Single Point of Contact nach außen hin meldet. Also es sind schon wesentliche Schritte, die ich auch für das Vulnerability Management brauche, die ich eigentlich jetzt schon initiieren muss in diesem Schritt davor. Ja. Ich glaube, die Grundlagen hochziehen. Ja. Habt ihr das Grundlagen schon? hochziehen. Ja. Genau, also wir haben ein PCERT, was eben einen Coordinated Vulnerability Disclosure Prozess auch schon etabliert hat mit gängigen Frameworks. Natürlich für den Cyber Resilience Act ist jetzt noch ein Gap vorhanden, nämlich dieses Single Reporting Plattform, also der Meldeweg hin zu ENISA bzw. zum BSI. Und habe dann mit dem BSI mal gesprochen und nachgefragt, wie das denn wieder der aktuelle Stand ist. Und die meinten natürlich, nächstes Jahr wird das jetzt offiziell ausgerollt. Und es ist zu erwarten, dass das Format CSAF auch genutzt wird als quasi Schwachstellenmanagement, nicht Schwachstellenmanagement, sondern Schwachstellenmeldesystem dann etabliert wird. Also ich höre da so ein bisschen raus, da ist auch noch einiges im Fluss und da Absolut, wird ja. zwischen heute und Dezember 2027 auch noch mehr konkretisiert. Da wird noch mehr ausgearbeitet. Ja. Das passt aber ganz gut zu der ersten Frage, die ich aus dem Publikum bzw. aus der Zuhörerschaft bekomme. Also generell, alle, die das noch nicht gesehen haben, online können Fragen gepostet werden. Ich kriege die Fragen hier übermittelt und wir werden wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten können, aber das, was wir in der Zeit hier schaffen, da würden wir einfach direkt nochmal drauf eingehen. Und die eine Frage war, geht in die Richtung, ja, es sind ja noch gar nicht alle Details spezifiziert, also da kommt noch was. Muss ich denn jetzt mit den unvollständigen Informationen schon mal anfangen oder kann ich nicht einfach warten, bis ich tatsächlich zu 100% weiß, was ich tun muss? Und da will ich jetzt gar niemanden direkt angucken. Ich glaube, da habt ihr alle eine Meinung dazu. Wer mag anfangen? Also ich kann da gerade aus der Praxis vielleicht was erzählen. Klar, die harmonisierten Standards, die sind jetzt noch nicht final veröffentlicht. Das heißt, mich erreicht auch oft die Frage von unseren Kunden, ja, wie kann ich mich denn jetzt vorbereiten? Was kann ich denn konkret tun? Was tut ihr, damit ihr sicherstellen könnt, dass unsere Produkte in Zukunft dann auch tatsächlich CRA-konform sind, CRA-ready sind? Und da sage ich ganz klar, intern kann man heute schon sich an gängigen Frameworks und Standards orientieren. Hier ist zum Beispiel die IEC 62443 zu nennen, mit dem sicheren Entwicklungsprozess auf Basis der 4-1 und darauf aufbauen, dann auch Produkte entsprechend nach 4-2 zertifiziert auf den Markt zu bringen. Da kann man sagen, so 80% von dem, was da heute schon drin steht, bereitet einen vor auf den CA, ja, auf den CA im Prinzip, damit die Produkte da auch entsprechend sicher sind. Die aus dem Automotive-Kontext, die 21434 ist auch ein Standard, der sehr gerne herangezogen wird, oder die 303645 aus dem Consumer IoT Produktspektrum, nenne ich es jetzt mal. Und falls ein Unternehmen diese Standards schon heute etabliert für die Produkte, ist man schon mal sehr gut dabei. Und mein Ratschlag an Kunden oder auch andere Personen, die die Frage an mich herantreten, ist, ja, informiert euch über den Cyberstand. Das ist ein EU-Konsortium, was weitere Informationen rausbringt. Oder aber auch die Webinare, die online vorhanden sind auf YouTube und Co. von Zenelec beispielsweise zum Thema 62443 sind da immer sehr nennenswert und informativ. Max, ich gucke mal in deine Richtung. Das gilt auch für, sag ich mal, Bahnkontext. Ist die 62443 hier auch so der Nordstar? Der Nordstern, ja. Ja. Also definitiv. Also die 62443 ist da schon seit Jahren eigentlich der Standard. Der wurde im Bahnkontext durch die TS 50701 in Europa nochmal ein Stück weit präzisiert, dort mit den Zenelec, also Safety-Normen aus dem Zenelec-Bereich, harmonisiert. Aber unterm Strich läuft es darauf hinaus, Entwicklungsprozess nach 24341, Risikomanagement nach Teil 3.2,
Systemanforderungen, da kommen die Betreiber in dem Kontext wieder zusammen nach 3.3, Produkte nach 4.2. Also dieses 62443, diese ganze Serie ist eine sehr gute Grundlage, an der man sich orientieren kann. Und die 4.2 ist auch gerade in der Überarbeitung, um als harmonisierter Standard herangezogen zu werden. Das heißt eigentlich, wenn ich das jetzt anwende, kann ich mir eigentlich sicher sein, dass das mit minimalen Anpassungen, das wird nichts Essentielles sein, bis Ende nächsten Jahres auch ein harmonisierter Standard ist. Also ist jetzt auf jeden Fall die Botschaft, bitte nicht warten, denn ich entwickle ein Produkt nach Security per Design oder by Design mit den ganzen Anforderungen nicht von heute auf morgen neu. Also das heißt, jetzt anfangen, jetzt den Prozess etablieren, denn das ist eine saubere Grundlage und da wird auch die Marktaufsichtsbehörde am Ende, also das BSI, definitiv nichts dagegen haben, wenn im industriellen Umfeld jemand nach 62443 sauber entwickelt hat. Also selbst wenn es später nochmal 0,2% Abweichung gibt, Ja, dann habe ich trotzdem lieber die Definitiv. 99,8% schon im Kasten und justiere da nochmal nach, weil absolut. sonst läuft mir irgendwann die Zeit weg. Weil du das gerade genannt hast, Security by Design, das ist ja ein Grundprinzip, was über verschiedene Branchen auch nutzbar ist. Ist das auch was, woran man sich heute vielleicht schon orientieren sollte, unabhängig von den ganzen Normen? Und wer diese Normen noch nie gehört hat und diese Zahlen, ist vielleicht ein gutes Zeichen, dass man mal anfangen soll, sich damit zu beschäftigen. Auch vielleicht Security by Design, weil das ist ja auch, das ist ja nicht spezifiziert, aber ist das vielleicht ein ganz gutes Prinzip, was man jetzt schon einführen sollte? Ich würde gerne noch eine Perspektive dazu Gerne. geben. Wir haben jetzt viel über Standards gehört und 62443. Ich glaube, viele Unternehmen wissen gar nicht, was das ist. Die haben vielleicht noch gar nicht richtig angefangen mit Security. Es gibt wahnsinnig viele Standards draußen. Es gibt ein NIST-Framework, es gibt eine ISO 27001, wo auch Aspekte drin sind, die in Richtung Lieferkettensicherheit, im sicheren Entwicklungszyklus drin sind. Also da gibt es ganz viel mehr. Ich glaube, das Wichtige ist, insbesondere wenn man noch nicht so wirklich in der Thematik drinsteht, sich mit Risikomanagement zu beschäftigen, weil das ist so der Ankerpunkt. Es werden sehr, sehr viele Anforderungen definiert, aber wenn ich für meine Produkte feststelle, das ist gar nicht so sicherheitskritisch für meine Endanwender, dann kann ich gewisse Dinge eben auch ausschließen. So, das heißt, ich muss immer individuell auf meine Produkte schauen und sich dann mit den Methoden, die ja auch verfügbar sind und eben nicht zu warten, bis die EU sagt, hier, das sind die Standards, die wir harmonisiert haben, sich mit den gängigen Normen oder Standards, Best Practices auseinanderzusetzen. Das hilft schon mal, also damit anzufangen und peu à peu dann sich andere Standards anzugucken, die dann die passenden einzuwirken. Absolut. Da gibt nicht nur den einen Weg, ohne Frage. Und risikobasiert ist eine Grundlage im CRA. Um das Security by Design-Thema noch aufzugreifen, also ich glaube, also gerade im industriellen Umfeld ist es ja so, dass es häufig in irgendeiner Form Safety-Anforderungen gibt, egal auf welchem Level. Und Produkte häufig ja sehr spezifisch dafür entwickelt wurden und daher auch eine gewisse Statik mit sich bringen im Design. Das widerspricht aber total dieser Anforderung im Lebenszyklus, jetzt Security-Updates auf jeden Fall zur Verfügung zu stellen. Und Security by Design ist eigentlich das Standardprinzip, um in mein Produkt, in die nächste Generation, die Fähigkeit überhaupt einzubauen, Security regelmäßig auf den aktuellen Stand zu bringen, ohne eine Rezertifizierung, welche auch immer das je nach Industriebereich ist, jedes Mal anstoßen zu müssen, nur weil ich ein Security-Update einspiele. Und deswegen ist das, wer sich heute noch nicht damit auseinandergesetzt hat, definitiv eine essentielle Erkenntnis und essentielles Know-how, sich damit auseinanderzusetzen, wie ich Produkte so entwickle, um die Layered, kann man ja schon sagen, aus Hardware, Security, Safety, ich sage es stark vereinfacht, zu entwickeln, denn sonst werde ich diese Anforderungen im Lebenszyklus nicht erfüllen können. Das ist also auch nichts, was ich später drüber kippen kann. Das ist kein Rucksack, den du aufsetzen kannst. Also es ist nicht so, ich baue ein Produkt und anschließend gebe ich dann mal noch einen Verschlüsselungsalgorithmus über alles und dann wird das schon funktionieren. So. Dann wird es vor allen Dingen teuer. Also das ist das Entscheidende. Wenn ich es von vornherein mitdenke, ist es verhältnismäßig günstig. Ich wähle einen Chip aus, der es kann oder der es nicht kann, der ein TPM an Bord hat oder eben nicht. Ja. Das ist, da reden wir über ein paar Euro. Wenn ich das aber versuche, nachträglich in mein System zu integrieren, nimmt das ganz andere Ausmaße an. Ja. Genau. Ist auch ein gängiges Konzept. Also man sieht viele Hersteller, die dann auch
vor Jahren bereits zum Beispiel einen Steckplatz auf ihrem PCB, also auf der Leiterplatte, vorgesehen haben für einen Security-Chip. Die letzten Jahre war der jetzt aber auch nicht gefordert, war nicht zwingend notwendig, aber eben, man hat schon mitgedacht. Und das ist im Prinzip das Beste, was man machen kann. Schon frühzeitig mitdenken, Security schon einplanen, wenn es dann vorhanden ist, wenn es dann irgendwann mal notwendig wird, umzusetzen, dass man dann eben auch alle Mittel hat, um jetzt ein Secure Element da drauf zu setzen, um sein Produkt eventuell in Zukunft dann auch CA-ready zu machen. Okay. Vielleicht noch eine Ergänzung, Ja. ganz kurz zu dem Thema mit den Standards. Also wir haben jetzt viel über die 62443 und Co. gesprochen. Ein Tipp, den ich immer noch gerne mitgebe, ist, es muss nicht immer das volle Spektrum 62443 sein. Das erwartet der Cyber Resilience Act auch gar nicht. Das sind ja auch alles freiwillige Standards. Viel wichtiger ist es, die essentiellen, also diese wesentlichen Cybersicherheitsanforderungen zu erfüllen. Und wie man das dann am Ende macht, ist dem Hersteller immer freigestellt. Es ist jetzt kein Zwang, ein 62443, 21443 umzusetzen, zu implementieren. Klar, es ist Good Practice, das zu tun, weil man einfach eine gute Hilfestellung bereits mitbekommt. Harmonisierten Standards, jetzt insbesondere auch für Kategorien aus der Default-Klasse, also wo man das Risiko nicht ganz so groß einschätzt und ein Self-Assessment tun kann, bietet es sich auch an, das über andere Wege durchzuführen. Und wie die anderen Wege sind, das ist dann eben etwas, was man sich Use Case betrachtet dann anschauen sollte. Ja. Aber da gibt es ja dann auch in Zukunft Hilfestellungen und Co. Ja, also ich glaube, das Wichtige, das habt ihr jetzt beide irgendwie gesagt, ist, bewusste Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist so das ganz einfach. Ja, risikobasiert trifft es im Kern. Genau. Ja. Okay, ich schaue mal hier auf meine Liste, was da irgendwie thematisch jetzt als nächstes gut dazu passt. Gibt es eigentlich mehr als eine Frage. Aber was hier passt, ist, wie gehe ich denn mit Bestandsprodukten um? Also das, was ich neu baue, das kann oder muss ich später natürlich dann nach Security by Design und Prozess und vielleicht nutze ich 62443, vielleicht auch was anderes. Das ist mir das, was ab jetzt passiert. Aber was ist denn, wenn ich Produkte habe, die als digitale Produkte heute einzustufen sind, die ich aber schon gebaut habe? Wie betrifft das dann die Norm? Sind die dann trotzdem ungültig oder? Also wir haben es eben schon gehört, also es gibt so eine Grauzone. Ja? Es gibt Bestandsprodukte, die fallen eben unter diese Meldepflichten. Ja? Da sind halt alle drunter, auch die jetzt schon bei den Kunden sind und die noch bis 2027 Dezember auf den Markt gebracht werden. Der CAA mit all seinen anderen Verpflichtungen gilt aber erstmal auf die Produkte, die dann ab Dezember 2027 auf den Markt kommen. Sprich, da sind die Bestandsprodukte von allen anderen Verpflichtungen ausgenommen. Da wiederum gibt es dann Ausnahmen für Modifikationen an Bestandsprodukten. Das heißt, wenn ich ein Update ausspiele und damit sich die Risikosituation, die Sicherheitsanforderungen an das Produkt ändern würden, dann sagt der Gesetzgeber, das ist eine signifikante Modifizierung, die neue Risiken einwirkt und dann fällt mein Bestandsprodukt dann auch schon wieder unter den CAA. Also es könnte auch sein, dass ich einen Sicherheitsvorfall habe und der Sicherheitsvorfall von dem alten Produkt nötigt mich zum Handeln und durch das Handeln habe ich dann so eine große Veränderung, dass ich das eigentlich... Ja, es gilt dann wie ein neues Inverkehrbringen des Produktes und somit muss dieses Produkt, obwohl es schon 10 Jahre auf dem Markt ist, nach diesem Sicherheitsvorfall, weil es eben ein Update bekommt, was neue Features implementiert, um diesen Vorfall in Zukunft zu verhindern oder Änderungen reinbringt, die den ursprünglichen Verwendungszweck des Produktes in einer Art und Weise ändern, dass es als wesentliche Änderungen unter dem Gesetz gilt, zählt das wie ein neues Produkt unter dem CAA. Genau, das klingt erstmal verwirrend und seltsam, aber das ist tatsächlich so. Also ich könnte auch für ein altes Produkt durch eine Änderung quasi die CE-Zertifizierung in der neuen Welt verlieren. Und dann bin ich wieder... Genau. Das kennt man ja auch aus der Maschinenverordnung, wenn man die Maschine verändert, obwohl die bereits im Markt ist, dann ist das ja auch eine neue Maschine unter der Maschinenverordnung. Und diese Idee kennt man jetzt eben auch im CAA. Ich möchte eine wichtige Sache noch bei Bestand, das triggert mich immer so ein bisschen, weil wir das mit vielen Kunden haben. Also es geht immer nur um Bestand im Sinne von, wurde schon mal in Verkehr gebracht, also ist wirklich draußen. Ja.
Nicht im Sinne von Bestand eine Serie, also nicht, weil ich ein Produkt entwickelt habe und ich das ständig weiter herstelle. Das ist kein Bestandsprodukt in dem Sinne für den CAA, ne? Sondern es gilt ja die CAA-Pflicht ja für jedes einzelne Produkt, das ich ab 11.12., nur um da nochmal aufzuräumen. Ja, sehr gut, ja. Das sind keine Bestandsprodukte, die ich jetzt einfach, weil ich die jetzt schon seit 10 Jahren produziere, noch ein bisschen weiter produziere. Also jetzt noch schnell die neue Serie auf den Markt bringen, bringt dann Bringt nichts, außer, und das ist wirklich ganz interessant, aber das ist keine Empfehlung, wenn ich es auf den Markt gebracht, nach dem Blue Guide, ich bin auch kein Rechtsanwalt, aber bedeutet da tatsächlich, es ist hergestellt und es gibt das Angebot. Das heißt, wenn es im Lager liegt, hergestellt ist und ich es kaufen kann, ist es in Verkehr gebracht. Das heißt, ich darf nach dem 11.12. das noch abverkaufen, wenn es nachweislich hergestellt war. Soll aber keine Empfehlung sein, um Gottes Willen, jetzt noch schnell ganz viele Produkte zu produzieren. Denn der Integrator, wir haben vorhin über die Kaskade gesprochen, ist ganz sicherlich nicht gewillt, die nächsten 3 Jahre, dann, also nach dem 11.12.27, noch weiter alte Produkte zu kaufen. Ja. Denn ich lade ja ihm damit das Problem auf den Hof, dass er wieder für sein System CAA-konform sein soll. Und das fällt ihm natürlich umso schwerer, je weniger Sicherheitsanforderungen, also Security-Anforderungen erfüllt sind. Okay. Dazu passt noch eine Frage, die ich auch bekommen habe. Gibt es Sonderregelungen für Produkte, die nur minimale digitale Anteile haben? Oder Unternehmen, die besonders klein sind? Also gibt es irgendwie so eine Schwelle, wo man dann quasi da rausfällt und nichts mehr machen muss? Es gibt keine, also wie bei NIS gibt es ja Größenordnungen mit Umsatz und Mitarbeiteranzahlen, das gibt es beim CAA nicht. Ich weiß jetzt nicht, was der oder diejenige mit minimalen digitalen Elementen meint, aber wenn halt Daten verarbeitet werden und also man auf die zugreifen kann, gilt das. Aber natürlich nur auf den Scope. Also wenn das eine riesige Maschine ist, die an einer Stelle das hat, dann muss ich halt den Teil, Risikomanagement, den Teil betrachten und nicht die komplette Maschine danach entwickeln. Aber Das heißt, wenn ich nur wenige Funktionen und wenige Bauteile habe, dann ist mein Security by Design, dann ist meine Risikoanalyse, dann ist mein Vulnerability Management entsprechend einfacher. die Komplexität ist gering. Die Komplexität ist geringer, aber ich muss trotzdem alle Schritte durchlaufen. Ich muss trotzdem die Dokumentation bereitstellen. Ich muss trotzdem mich im Lifecycle drum kümmern. Also es gibt keine Grenze, bei der man rausfällt. Ja. Aber wenn ich ein einfaches Produkt habe, dann ist der Gesamtprozess auch nicht so schlimm Einfacher, Wie könnte man sagen. wie bei komplexen Projekten. Ja, wir haben jetzt gar nicht so viel über diese 4 Kategorien gesprochen, aber Ja, es gibt ja die stimmt. Default, Important, Klasse 1, Klasse 2 und Critical. Ein wichtiger Punkt, den ich jedem immer wieder gerne mitgebe, egal in welcher Kategorie man sein Produkt nachher einklassifiziert, die wesentlichen Cybersicherheitsanforderungen sind für alle Produktkategorien identisch. Das Einzige, was hier unterschieden werden kann, ist die Art und Weise der Konformitätserklärung. Es gibt verschiedene Module, die kennt man auch schon aus diesem Produktgesetz. Blue Guide ist eben gefallen, der einfach nur eine Beschreibung ist des New Legislative Framework, was in Europa ja schon bereits gilt für auch andere Produkte. Man unterscheidet da Selbsterklärung, was dann eben für die Default-Klasse herrscht. Das heißt, der Hersteller selbst des digitalen Produktes macht eine Selbstkonformitätserklärung, sagt, jawohl, ich erfülle die Cybersicherheitsanforderungen, technische Dokumentation dazu und was eben alles zum CAA gehört. Ab Important Klasse 1 wird es ein bisschen kniffliger. Man kann immer noch die Selbsterklärung machen unter Zuhilfenahme eines harmonisierten Standards. Der harmonisierte Standard sagt am Ende des Tages einfach nur aus, jawohl, mit Hilfe von diesem Standard erkläre ich, dass mein Produkt diese Anforderungen erfüllt und man hat eine Vermutungswirkung, Presumption of Conformity heißt so schön im CAA, sagt nichts anderes aus, jawohl, man glaubt ihm jetzt, wenn er diesen Standard eben auf das Produkt anwendet, dass diese Anforderungen erfüllt sind. Ab Important Klasse 2 und Critical wird es dann nochmal einen Ticken komplizierter. Man geht zu einer Drittstelle, zu einem Notified Body an der Stelle. Die gibt es jetzt noch nicht, die sind noch nicht alle ernannt. Ich glaube, viele haben sich beworben, Nur aber das noch BSI aktuell in das Deutschland BSI ist schon ernannt. Das ist ernannt, genau. Und ja, genau, also man muss dann eben über eine Drittstelle diese Konformitätsbewertung noch durchführen lassen. Das heißt, ein Dritter schaut da drauf. Das kann in zweierlei Formen ausgestaltet sein. Man gibt ein Sample dem TÜV, dem
BSI, die schauen dann dort drüber und sagen, jawohl, alles klar, passt. Oder man selbst unter Modul H etabliert einen Full Quality Assurance, bedeutet, man hat ein Qualitätsmanagementsystem innerhalb der Firma aufgebaut, was zertifiziert ist und jährlich auditiert wird von einer notifizierten Stelle. Das wäre dann das Modul H, um jetzt mal diese 3 Module dann noch ein bisschen mehr im Detail zu erläutern. Also, um nochmal die Schleife zur Frage zu bekommen, es gibt keine untere Grenze, wo ich rausfalle, Korrekt. aber ich gehöre dann in diese Standardprodukte, Basisprodukte, Ja. also diese unterste Kategorie. Diese unterste Kategorie, damit muss ich nicht zum BSI oder zum TÜV oder zur DEKRA laufen, sondern ich kann das im Prinzip selbst deklarieren, dass ich mich dran gehalten habe. Korrekt. Die Empfehlung ist dann aber, sich bitte auch tatsächlich dran zu halten und nicht irgendwas abzugeben, weil ansonsten greifen die Strafen. Ja? Wenn dann Ja. irgendwas passiert Ja, und später genau. rauskommt, da habe ich mir irgendwas ausgedacht, da habe ich mir mit der KI mal so einen Bericht produzieren lassen. genau. Nee, das soll Das das wäre nicht jetzt nicht die Empfehlung, ja, so vorzugehen. Ist schon verantwortungsvoll anzuwenden, definitiv. Aber es vereinfacht den Prozess zumindest ein bisschen. Das heißt, die Vereinfachung liegt in der Selbstdeklaration. Korrekt. Und wenn ich sehr einfache Produkte habe, dann habe ich einfach nicht so viele Risiken, die ich untersuchen muss. Aber eigentlich muss sich jeder diesen kompletten Prozess abbilden. Das heißt auch später Vulnerability Management, Reporting, Dokumentationsaktualisierung, Updatefähigkeit etc. Also es gibt da kein einfaches Entkommen, in dem ich sage, wir sind aber nur 10 Mitarbeiter. Es gibt auch generell sehr, sehr wenige Ausnahmen. Der Zweck war ja, komplette Cyberregulierung über den Markt zu erreichen. Das heißt, Produkte sind ausgenommen, die ohnehin schon reguliert sind. Hobbyprodukte wie Webseiten oder naja, eine NIS2 greift vermutlich für die ganzen SaaS-Produkte, die da draußen sind. Ja, und für Open Source gibt es noch gewisse Ausnahmen, die sind so ein bisschen außen vor. Die haben keine direkten Verpflichtungen, die sind aber sehr wohl, spielen auch eine wichtige Rolle. Ja, Open Source, aber wir haben bestimmt noch weitere Fragen und nur ein Wort Genau, dazu. es gibt noch ein paar Fragen. Ich gucke mal, was jetzt dazu passt. Ja, wahrscheinlich ist das eine Frage, die wir gar nicht so richtig beantworten können. Aber die Frage ist, wie hoch ist denn der Aufwand der Erfüllung schätzungsweise? Gibt es da Kalkulationen? Und was habe ich schon in der Uni gelernt? Die beste Antwort auf sowas ist immer, es kommt darauf an. Ja. Kann man eine Untergrenze festlegen? Naja, also das würde ich jetzt mal versuchen. Ne? Also wenn ich jetzt bei den ganz einfachen Produkten anfange, wo wirklich nicht viel dran ist, kann ich das irgendwie an ein paar Wochenenden machen? Glaube ich eher nicht. Aber was denkt ihr? Was muss man da also mal an Zeit und an Personalaufwand bei relativ einfachen Produkten mindestens ansetzen? Boah, schwierig, ja. Die Antwort ist wirklich, es kommt darauf an. Als allererstes würde ich vielleicht mir erstmal überlegen, wie viele Produkte betrifft das bei mir? Ist das ein wesentlicher Bestandteil der Dienstleistung, der Produkte, die ich bereitstelle, oder ist das eher so ein Nebenthema? Davon würde ich schon mal abhängig machen, wie ich das bei mir strategisch ins Unternehmen integriere. Baue ich mir eigene Leute dazu auf? Entwickle ich eigene Leute weiter? Versuche ich das in bestimmtem Maß auszulagern, im Sinne von externen Support für gewisse Themen wie Vulnerability Management als Service zum Beispiel oder ähnliche Themen zu etablieren. Das wäre das, womit ich mich als allererstes mal beschäftigen würde. Und dann kann ich darauf aufbauen, Entscheidungen treffen. Und das geht effizient. Was soll ich auch anderes sagen? Effizient geht es immer dann, wenn man es mit jemandem zusammen macht, der sich auskennt, also wie Michael oder wir, die sich mit solchen Themen ja tagtäglich beschäftigen. Das macht diese Sortierung am Anfang, glaube ich, deutlich einfacher, weil ich nicht selbst das ganze Wissen erstmal aufbauen muss. Erkenntnisse und Sackgassen erkunden, das haben wir schon mal gemacht. Ich glaube, das ist der Weg dahin, um das möglichst effizient zu machen. Jetzt eine Zahl zu sagen, ist, glaube ich, Ganz schwierig. ganz schwierig. Also allein das Know-how aufzubauen, ist ja erstmal Genau, ein das Investment. ist Ja. richtig. Und wahrscheinlich ist dann auch noch die Frage, ja, wird's denn billiger, wenn ich später anfange? Aber da ist mein Bauchgefühl, wahrscheinlich wird es eher teurer, wenn ich später anfange. Ja. Weil irgendwann merke ich dann, oh, das schaffe ich selber nicht mehr. Und dann muss ich mir Heerscharen an externen Consultants einkaufen, die das dann in Wochenend-Sessions noch irgendwie zusammendengeln. Das ist ein bisschen Das ist teuer. Das fällt mir gerade ein, das ist ein bisschen wie das Weihnachtsgeschenk, das ich am 24. für meine Frau kaufe. Wenn ich das kurz vor Ladenschluss mache, kaufe ich garantiert die Diamantenkette, weil ich ein schlechtes Gewissen habe und mir fällt nichts anderes ein. Dann wird's Habe teuer. ich lange drüber nachgedacht, habe ich eine gute Idee, habe ich wirklich ein tolles Geschenk.
das richtig gut funktioniert, aber definitiv effizienter finanziell war. Ja? Also nur mal um so einen ganz anderen Vergleich zu ziehen. Ja. Ja, sehr gut. Ja. Ich möchte vielleicht noch Ja. einen Gedanken einwerfen. Also was man dann definitiv berücksichtigen muss, ist, ich habe die Kosten, um mein Produkt zu entwickeln, bis zur Marktreife. Die werden steigen, weil ich halt einfach Security mit einwirken muss. Das sind Aufwände. Muss ich mit einpreisen. Und ich muss in der Phase, für das ich Produktsupport leiste, Updates bereitstellen, kostenfreie Security-Updates für gegebenenfalls 10, 15 Jahre. Das ist ein Zeitraum, den muss ich frühzeitig in das Produkt mit einpreisen. Und meine Kunden kalkulieren 5-30% Aufschlag auf das Produkt. So, das ist jetzt die Spanne, die ich kenne. Ob das zutrifft auf diejenigen, die die Frage gestellt haben, so, dann weiß ich nicht. Aber das ist eine Aufgabe, das durchzurechnen und zu gucken, welche Anforderungen und Auswirkungen auf meine Kostenstruktur. Da kommt noch ein interessanter Aspekt, wieder beim Thema, wo bin ich eigentlich? Weil Tailor-Made-Produkte, also kundenspezifische Produkte, die auf spezifische Kundenanforderungen bereitgestellt werden, haben ja diese eine wesentliche Ausnahme aus Kostensicht, dass ich die Security-Updates nicht kostenfrei bereitstellen muss. Also auch da ein Thema, mir frühzeitig Gedanken darüber zu machen, mit meinen Kunden ins Gespräch zu gehen, über Serviceverträge zu sprechen, dann kann ich ja auch da zum einen Vertrauen, aber zum einen auch strategische Sicherheit. Also Vertrauen beim Kunden, zum anderen strategische Sicherheit für mich selber und finanzielle Sicherheit erlangen. Ja, ich gucke jetzt mal ein bisschen auf die Uhr. Wir haben noch ein paar Minuten, also zwei, maximal 3 Fragen kriegen wir noch hin. Hier ist eine Frage, die könnte ich selber nicht beantworten, aber vielleicht kann sie jemand von euch beantworten. Wie spielt CRA mit DORA, Digital Operational Resilience Act, zusammen? Oh, das ist eine gute Frage. Finanzregulierung, Ja. auch Cyber-Security-Anforderungen. Ich bin jetzt nicht der DORA-Experte. Ich glaube, da gibt es Doppelregulierung, weiß ich nicht, wer dünnes Eis. Wer dünnes Eis gerade, ja. Ja. Ist auch nicht Dünnes Eis, muss ich ehrlich sagen. also- Aber können wir vielleicht nachreichen? Genau, Einfach. das nehmen wir mit und würden dann die Das ist schade, das ist entsprechenden zu Antworten früh. Nächsten Monat hätte ich es eventuell beantworten können. Ich mache nämlich gerade noch so, aber das ist jetzt was Machen wir eine anderes. zweite Session. Genau. Also da sieht man auch wieder, das ist ein Thema, das ist in Bewegung und da entstehen auch gerade noch neue Informationen. Was ich aber grundsätzlich vielleicht noch dazu sagen kann, also es werden ja Ausnahmen im Gesetz getroffen für bereits regulierte Produkte. Finanzprodukte finden jetzt keine Nennung im CAA. Aber ich möchte sagen, wenn beispielsweise Medizinprodukte, die sind ausgenommen, wenn die allerdings nicht unter die MDR, die Medical Device Regulation, fallen und es ein digitales Produkt ist, dann würde es quasi unter den CAA fallen. Das heißt, wenn ich im Sektor Medical Devices bin, heißt es nicht, dass ich komplett vom CAA ausgenommen bin. So gilt es wahrscheinlich dann auch für. Ja, das ist Die wahrscheinlich, Diskussion mit Automotive. Genau, ja. Genau. Ja. das ist wahrscheinlich wie bei Automotive. Also Automotive-Kernprozesse sind über Automotive Regeln abgedeckt, aber ich kann mich dann immer in Randbereiche bewegen, Ja. die dann nicht mehr Teil der Homologation sind und dann Ja. greift CAA. Ja, Also das finale Fahrzeug fällt unter die Regulierung, die ausgenommen ist des CAAs, aber unter Umständen nicht alle Komponenten, weil diese Komponenten, jetzt klassisches Beispiel bei uns, Mikrocontroller, die haben Verwendung im Fahrzeug, die haben aber auch genauso gut eine Verwendung im Kinderspielzeug, jetzt mal überspitzt formuliert, wobei es dann natürlich schon auch Komponentenunterschiede gibt in der Härtung und Co. Aber es ist nicht auszuschließen, dass die gleichen Komponenten auch in der Steuerung für Industrie-PCs vorhanden sind, wie auch im Automobil. Da jetzt alles so in Fluss ist und neue Informationen dazu, was wäre denn die Empfehlung für jemanden, der jetzt erkennt, ich muss mich damit beschäftigen, wo gucke ich denn danach? Ich weiß, wir sind alle auch auf LinkedIn vertreten und wir schreiben auch ab und zu Artikel dazu. Also ihr könnt uns sicher folgen auf LinkedIn und dann gibt es hier mal Nuggets und hier mal Nuggets. Aber generell, was sind denn gute Informationsquellen, wenn ich hier jetzt auf dem aktuellen Stand bleiben will? Also auch nochmal aus der Praxis heraus, und klar, auch wenn er sich nicht so fließend lesen lässt, ich schaue gerne in den Cyber Resilience Act rein, also in den Text, weil da auch einfach viel Material vorhanden ist, was man zur Interpretation nutzen kann. Dann geht es eben in die Interpretation hinein. Dann
schaue ich mir sehr gerne die Informationen an, die auf der cyberstand.eu Webseite veröffentlicht werden. Das ist offiziell von DG Connect eine Gruppe, wo Informationen bereitgestellt werden. Die haben auch ein kleines FAQ vorhanden. Und jetzt frisch aus der Presse, heute Morgen habe ich gesehen, gibt es ein 66-seitiges PDF von der EU-Kommission zu den meistgestellten Fragen und mit einer entsprechenden Erklärung. Den Link können wir mit Sicherheit auch noch bereitstellen. Genau. Also neben den offiziellen Quellen, du hast schon kurz angesprochen, wir sind alle in dem Bereich ja aktiv, jeder auch in ein bisschen anderen Industriezweigen. Ja. Ich glaube, es bietet sich durchaus an, wirklich uns bei LinkedIn zu folgen. Es gibt jetzt einige Konferenzen im Security-Kontext, je nach Industriezweig, die sich mit dem Thema CAA beschäftigen. Ich glaube, dort nachzuschauen, und da hinzugehen auch einfach, ist eine interessante, also ist eine gute Informationsquelle. Man kommt in Austausch mit anderen Herstellern, die das schon machen, mit Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Das ist, glaube ich, hilfreich. Und wir haben ja auch schon gesagt, es macht Sinn, sektorübergreifend da sich weiterzubilden, sektorübergreifend Synergien zu nutzen und zu kreieren. Und das ist ja auch das Ziel, was wir hier haben, sozusagen eine Art Plattform zu bilden. Und da können wir, glaube ich, gespannt sein, was da die nächsten Wochen, Monate noch entsteht, um da in der Richtung noch ein bisschen aktiver zu werden. Ja, wie machst du die schlau? Michael? Google ist natürlich immer die erste Ressource. Wenn es so spezifische Informationen gibt oder ChatGPT, um zumindest die Quellen nennen zu lassen, traut bitte nicht ChatGPT und den anderen Werkzeugen. Die machen halt einfach zu viele Fehler. Also Rechtssicherheit bietet das jedenfalls nicht. Also es ist de facto so, dass es die unterschiedlichsten Portale und Webseiten und Services gibt. Es ist echt schwer, da den Überblick zu finden. Und selbst wenn man eine spezifische Information sucht, wie beispielsweise so ein Standard, wo kann ich den öffentlich einsehen? Ich darf den als EU-Bürger einsehen. Es ist nicht so leicht, da jetzt an die richtigen Informationen zu kommen. Das ist leider unter der Informationsflut gut versteckt. Und da wollen wir ja auch ein Stück weit entgegenwirken, um eine Anlaufstelle zu bieten für die wichtigen Dinge. Für eine Sache wollte ich noch Werbung machen. Ich komme ja gerade von der RA-NISA Cybersecurity-Konferenz in Tallinn. Das ist natürlich Rail-spezifisch für die Zuschauer, die aus dem Rail-Bereich kommen. Da wird es eine EU-Expert-Guideline geben, die diese Interpretation des CAAs, weil CAA lesen, ihr habt es schon gesagt, ist jetzt nicht so vergnügungssteuerpflichtig. Und da gibt es sozusagen eine einfache Interpretation, was bedeutet das, also Erklärung, was bedeutet das und wie wendet man das praktisch an. Die soll Januar, Februar nächsten Jahres veröffentlicht werden. Ich glaube, das ist nochmal ein gutes Nachschlagewerk, da können wir in dem Kreis bestimmt auch nochmal drauf eingehen. Ja, und da kann man jetzt vielleicht ein bisschen was spoilern. Wir haben uns in Vorbereitung zu diesem Podium ausgetauscht und ich hatte ja auch eingangs gesagt, dass ich aus der Automotive Cyber Security Welt komme und wer da auch unterwegs ist, kennt vielleicht die Automotive Security Research Group, ASRG, und das ist ein tolles Forum, wo Praktiker treffen und es ist so von Hacker zu Hacker, von Ingenieur zu Ingenieur, von Anwender zu Anwender. Und wir haben festgestellt, sowas gibt es für den CRA noch nicht. Und wir sind eigentlich fest entschlossen, sowas wie die ASRG aufzubauen, aber für CRA-Betroffene. Und da habt ein bisschen Geduld. Wir melden uns zu dem Thema nochmal, wenn das etwas ausgereifter ist. Und dann können wir vielleicht das nächste Mal, wenn wir zusammensitzen, da schon ein bisschen mehr erzählen, um einfach noch mehr auch Anlaufmöglichkeiten zu geben, für die sich damit beschäftigen. Es ist toll, was die EU macht, aber das ist eben, sag ich mal, auf der regulatorischen Seite und manchmal ein bisschen trocken. Ich sage mal, sowas wie ein CRA-Stammtisch in Dortmund ist vielleicht für den einen oder anderen attraktiv. Das kann man auch in Karlsruhe machen und Leipzig und Köln. Stay tuned, wir halten euch da auf dem Laufenden. Ansonsten vielen Dank, super spannend. Sehr gerne. Ich hatte gedacht, dass ich schon relativ viel dazu weiß, aber ich habe auch das eine oder andere jetzt noch gelernt in der Runde. War hoffentlich auch für die Zuschauer spannend. Und ja, vielen Dank an meine Gäste. Bis nächstes Mal. Ja, Dankeschön. Ja, Ciao. danke.